Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Diesen Poncho werde ich mit einer Dreiernadel und einem dreifädigen Farbverlaufsbubbel häkeln. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Ihr könnt hier eine ganz normale Luftmaschenkette anschlagen. Ich werde hier wieder mit direkten halben Stäbchen arbeiten. Dazu schlage ich 2 Luftmaschen an, mache einen Umschlag, gehe in die erste Masche zurück, hole den Faden hindurch, ziehe alle 3 Laschen auf gleiche Höhe, masche eine Masche ab und dann alle 3 für ein halbes Stäbchen. Wer mit Luftmaschen arbeitet, der schlägt jetzt einfach mal 30 Luftmaschen an und arbeitet danach eine Reihe halbe Stäbchen zurück. So. Und noch einmal etwas langsamer, einen Umschlag, hier in diese nächste gebildete Masche einstechen, Faden holen, durchziehen, alle 3 Laschen auf gleiche Höhe ziehen, durch eine abmaschen und dann durch 3. Und nun 30 Stück davon. So, nach 30 halben Stäbchen können wir das so zusammenklappen und das ist dann die eigentliche Breite unseres Kragens. Also ich werde einen schönen, dicken, fluffigen Kragen häkeln. Also 30 Maschen sind in etwa 7 cm. Also 14 aufgeklappt und 7 zusammengeklappt. Und ab hier geht es jetzt ganz einfach weiter. 2 Luftmaschen wenden und mit normalen halben Stäbchen in der ganzen Masche abgehäkelt. Hin und her, hin und her. Das Ganze häkelt ihr jetzt so lang, bis ihr das Ende schließen könntet und den Schlauch problemlos über euren Kopf ziehen könnt. Nach 64 Reihen kann ich das Ganze links und rechts verbinden und problemlos über den Kopf ziehen. Also klappe ich jetzt hier das Ganze von unten nach oben zusammen und verbinde den oberen Teil. So sollte es dann später aussehen, also so zusammengeklappt muss es problemlos über den Kopf gehen. Das Ganze jetzt hier einfach zusammen. Eine Luftmasche, die ziehe ich etwas an, wenden und nun 1 bis 2 Maschen oder Laschen von vorne und von hinten nehmen und eine feste Masche abhäkeln. Und das Ganze jetzt gleichmäßig verteilen. Am besten ist, wenn ihr immer 2 Laschen vom vorderen und vom hinteren Häkelstück bekommt, aber es ist nicht immer möglich. So, nachdem ich die Reihe dann verbunden habe, schneide ich den Faden großzügig ab, denn den brauche ich noch an der Seite zum Vernähen. Und zwar hin und zurück, also beide Seiten, werde ich nachher mit dem Couchstich vernähen. Fädel ich das hier einfach durch, ziehe zu. So, und den Couchstich, das heißt einen halben Zentimeter am vorderen Stück und einen halben Zentimeter am hinteren Stück und immer in der gleichen Höhe des Fadens gehen. Wenn ihr das nicht wisst, dann gibt es so einige Videos im Netz zum Thema Couchstich. So, und so sieht der Kragen dann aus, schön fluffig, so soll er sein. Und dann setzen wir uns jetzt hier links und rechts Marker. Ihr müsst die Maschen nicht abzählen, einfach schön glatt streichen. Und dann den Marker hineinsetzen. Und das sind dann nachher unsere Zunahmestellen.
Ich werde jetzt den Poncho nur mit 2 Reihen im Grunde arbeiten. Einmal ganz normale Stäbchen und eine Reihe mit Knospen. Wie die Knospen gehen, zeige ich euch natürlich auch gleich noch. So, ich fixiere jetzt hier den Faden. Mache 2 Luftmaschen im Grunde nur, auch wenn wir mit Stäbchen arbeiten. Und zwar eine Masche vor dem Marker. Und jetzt können wir direkt die Masche mit dem Marker nehmen und dort 5 Stäbchen hineinarbeiten. Und hier in die erste nehme ich mir mal einen andersfarbigen Marker, damit wir am Ende wissen, wo die erste Masche ist zum Schließen. Wie gesagt, jetzt einmal 5 Stäbchen in diese eine Masche. Und dann nehmen wir unseren Marker und setzen diesen ins mittlere Stäbchen, also ins dritte. Dann wird jetzt einmal rüber gehäkelt bis zum nächsten Marker. Einfach nur ganz normal mit Stäbchen. Und hier dann auch wieder Marker raus, 5 Stäbchen rein. 1, 2, 3, 4 und 5. Und den Marker wieder ins mittlere Stäbchen, ins dritte hineinsetzen. Und dann wieder rum und in dem lilanen Marker mit einer Kettmasche schließen. Mehr ist die erste Reihe nicht. Und die zweite Reihe, die werde ich dann jetzt mit Knospen arbeiten. Das zeige ich euch jetzt gleich einmal langsam. Und zwar hier. Also am Reihenende mit einer Kettmasche schließen. Dann ganz wichtig, in jeder Reihe die Richtung wechseln. So, und für die Knospen beginnen wir die Reihe, indem wir die Nadel auf ungefähr die Höhe eines halben Stäbchens ziehen, einen Umschlag machen, in die erste Masche einstechen, Faden holen, hochziehen, einen Umschlag, gleiche Masche, einstechen, Faden holen, hochziehen und einen Umschlag, ein drittes Mal Faden holen, hochziehen. So, nun alle Laschen gemeinsam abmaschen und mit einer Kettmasche schließen. Den Marker zum Schließen der Reihe setze ich hier an der Seite. Denn eine Knospe besteht immer aus 2 Maschen. Das heißt, wir machen jetzt einen Umschlag. So, einen Umschlag, lassen 2 Maschen oder eine Masche frei und stechen in die zweite Masche ein und machen da auch wieder Faden holen, hochziehen, einen Umschlag, Faden holen, hochziehen und noch ein drittes Mal einen Umschlag, Faden holen, hochziehen und alle Laschen gemeinsam abmaschen, mit einer Kettmasche schließen. So, und so geht es jetzt die ganze Zeit. Immer eine Masche freilassen, eine Knospe, eine Masche freilassen, eine Knospe. Und das mache ich jetzt hier bis vor dem Marker. Und deswegen machen wir auch am Marker immer 5 Stäbchen hinein. So haben wir dann 2 neue Maschen für die linke Seite und 2 neue Maschen für die rechte Seite. Und somit immer Platz für eine Knospe mehr. Also eine Knospe vor dem Marker mehr, eine Knospe nach dem Marker mehr. So, und deswegen gehen wir jetzt hier auch wieder hin, nehmen den Marker raus und häkeln dort 5 Stäbchen hinein. Marker wieder in die Mitte setzen, eine Masche freilassen, Knospe häkeln, eine Masche freilassen, Knospe häkeln und das bis zum Ende. Und so wechseln sich die Reihen ab. Ich bin nur hingegangen, habe immer mit einer Reihe Knospen gearbeitet, habe aber dann die Stäbchenreihen verdoppelt. Also hier 2 Stäbchen rein, Knospe, 3 Stäbchen rein, dann wieder Knospen, 4 und das Ganze bis auf 5 Stäbchen rein.
Und dann habe ich wieder bei 1 angefangen. So bekommen wir zusätzlich zu dem Farbverlauf noch eine schöne Musterstruktur. Also ganz einfach. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich muss natürlich noch ein ganzes Stück weiter häkeln. Ich sage euch hier auch ganz klar keine Zentimeterangaben, da ihr das immer besser anprobiert und schaut, wann der Poncho für euch die perfekte Länge hat. Und am Ende füge ich persönlich noch Fransen dran, lange Fransen, ca. 10 cm. Und wer keine Fransen mag, der muss natürlich den Poncho etwas länger arbeiten. Ja, und dann häkle ich jetzt noch bis zum Ende und dann zeige ich euch noch kurz die Fransen. So, ich schneide dann immer 20 cm lange Fäden, nehme 2 davon, also insgesamt 6-fädig. Die letzte Reihe wird bei mir eine Knospenreihe sein und dann kann ich hier immer schön zwischen den Knospen die Fransen setzen. Sorry, jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Bild gerutscht. Ich mache noch mal eins. So. Nochmal 2 Fäden. So, und dann hier zwischen den Knospen Fäden um die Nadel durchziehen. Schauen, dass alle auf gleiche Höhe sind. Dann nochmal alle Fäden holen, durch die Schlaufe ziehen. Und dann feste zuziehen. Und das hält normalerweise richtig gut, aber wer sich zu 100% sicher sein will, der sollte vielleicht nochmal drüber nähen. Und ansonsten hoffe ich, hören wir uns zum nächsten Mal. Bis dahin, lasst die Nadeln glühen und ciao.